Herzlich willkommen bei Smartronix. Heute geht es um eine Lenovo-Platine. Bei dieser ist die Ladebuchse kaputt. Die ist innen gebrochen und das Gerät lädt nicht mehr auf und lässt sich so gar nicht mehr nutzen. Die neue Buchse habe ich bereits bestellt und ich zeige euch, wie wir diese einlöten. Wenn wir uns das Ganze mal aus der Nähe ansehen, dann sehen wir hier, so sieht die Buchse aktuell aus, und wenn wir diese mit der Originalbuchse vergleichen, dann sehen wir, dass innen drin der schwarze Einsatz gebrochen ist und deswegen lädt das Gerät nicht mehr. Da sich in diesem Bereich noch weitere Bauteile befinden, die temperaturempfindlich sind und wir hier die Buchse sehr warm machen müssen, kleben wir das Ganze mit temperaturbeständigem Klebeband ab. Somit können wir bei den anderen Bauteilen keinen Schaden anrichten. Alles so gut es geht abkleben, vor allem wie hier die benachbarte Kunststoffbuchse, sonst könnte die eventuell auch beschädigt werden beim Ausbau. Damit wir die Buchse leichter auslöten können, gebe ich hier erstmal etwas Flussmittel drauf und dann nehmen wir Lötzinn mit niedrigeren Schmelzpunkt und versuchen das, soweit es geht, auf die Kontakte zum Übertragen. Das hilft dann dabei, dass wenn wir mit der Heißluft das Ganze auslöten, nicht so viel Hitze benötigt wird. Und schon nehmen wir unseren Heißluftlötkolben und wärmen die Kontakte gleichmäßig auf. Und das machen wir so lange, bis dann die Buchse letztendlich ausgebaut werden kann. Und zack, ist die Buchse schon heraus. Wie wir hier sehen, ist die Buchse beim Ausbau angeschmolzen und genau aus dem Grund müssen wir beim Einbau einen Lötkolben nutzen und keine Heißluft. So, jetzt habe ich gerade ein iPhone 12 Pro mit gebrochenem Backcover bekommen. Das machen wir aber dann in einem anderen Video. Dann sehen wir hier jetzt unsere alten Lötstellen und da gehen wir mit unserer Entlötlitze drauf und versuchen das alles restlos zum Entfernen. Jetzt merke ich hier schon, es ist zu stark abgekühlt. Dann müssen wir hier nochmal mit Heißluft nachhelfen. Wenn das alte Lötzinn dann entfernt ist, dann brauchen wir Isopropanol und einen Pinsel. Dann geht man hier auf unsere Lötstellen etwas Isopropanol und dann reinigt man das alte Flussmittel so gut es geht. So, die Lötstelle ist gereinigt. Dann habe ich hier die neue Buchse und stecke die mal durch, um zu schauen, ob alles passt. Das sieht soweit gut aus. Dann sind wir hier auf der Rückseite, dann geben wir hier wieder an unsere Lötstellen etwas Flussmittel dazu. Dann nehme ich schon mal den Lötkolben und gebe etwas Lötzinn drauf. In dem Fall müssen wir es jetzt so machen, dass wir die Buchse festhalten, nach oben ziehen, damit die in die Aussparungen gut drin sitzt. Und dann löten wir die erstmal an einer Stelle fest. Und wenn es dann soweit passt, dann können wir nacheinander alle Kontakte festlöten. Dann zuletzt noch den zweiten Ankerpunkt. Dann drehen wir das Ganze mal um und schauen, ob wir genug Flussmittel haben. Hier sehe ich jetzt, es gibt noch 2 Lötstellen. Da ist das Lötzinn noch nicht komplett bis auf die andere Seite durchgekommen. Das heißt, da gehen wir noch etwas mehr drauf. So, jetzt habe ich gerade noch ein Gerät bekommen. Diesmal ein iPad Pro. Bei dem löst sich das Display ab, vermutlich, weil der Akku dick ist. Das machen wir auch in einem anderen Video. So, jetzt kontrollieren wir nochmal. Und wenn wir jetzt hinschauen, sehen wir, jetzt hat sich das Lötzinn komplett auf die andere Seite durchgezogen. Dann passt es. Dann reinigen wir alles nochmal gründlich vom Flussmittel. So, dann ist die Buchse erfolgreich getauscht. Und dann sehen wir uns jetzt gleich am Ende wieder, wenn wir nochmal das Gerät testen. So, dann geht es weiter mit der Reparatur. Haben wir hier wieder die Hauptplatine und das Gehäuse. Und dann fädeln wir erstmal die Platine hier an den ganzen Kabeln seitlich vorbei. Und dann haben wir hier noch eine Abdeckung für die Ladebuchse, die festgeschraubt werden muss. Da müssen wir sämtliche Kabel wieder anstecken. Dann die Ventilatoren wieder ansetzen. Und auch das verschrauben. So, Ladekabel ist eingesteckt und dann schauen wir mal, was passiert. Ventilatoren höre ich schon. Warten wir noch, bis die Displayanzeige kommt. Ja, jetzt und zack. Unser Gerät ist erfolgreich repariert. Habt ihr noch Fragen zur Reparatur oder habt ihr selbst ein defektes Gerät? Dann schreibt mich doch gern an. Link ist in der Beschreibung. Bis dann.